Beim Erlernen eines Musikinstruments, hier die Trompete, ist es immer wichtig, dass man sich auch mit dem Thema Üben auseinandersetzt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es bei mir früher war. Du musst halt mehr üben. Üben, üben, üben war immer die Devise. Und dann habe ich halt 2,5, 3,5 Stunden am Tag geübt. Ich habe alles gespielt, von der Jahresmappe vom Orchester, die Konzertliteratur von einem anderen Orchester, Demos von Musikverlagen, irgendwelche Playalongs, die ich bei Musikhäusern gekauft habe und habe hoch und runter Literatur gespielt. Das baut einen unglaublichen Ansatz auf und eine gute Ausdauer, aber meine Probleme, wie zum Beispiel zu der damaligen Zeit Naturtonbindungen, die haben mir einfach nicht angepackt. Ne? Ich bin immer drüber hinweggegangen, habe weich angestoßen oder habe den Bruch, der da passiert ist, halt einfach hingenommen und habe es dann immer auf die Lautstärke bzw. auf die Kraftart gelöst und das Problem war aber im Endeffekt immer noch da. Ich habe es gewusst, dass ich die Probleme habe, aber ich habe einfach quantitativ geübt. Die Qualität war mir da egal. Viel spielen, viel hilft viel, diese alte Devise. Kann man machen. Das Problem ist, die Baustellen bleiben aber bestehen. Und jetzt ist es eben wichtig, wenn ich zum Beispiel technische Probleme habe oder andere, wie zum Beispiel bläserische in Sachen Naturtonbindungen, dann muss ich einfach einen großen Katalog an Übungen oder Art und Weisen, wie ich eine Übung ausführe, in meinem Werkzeugkasten haben. Das heißt, immer G, C, Naturtonbindung zu spielen und es kommt immer der Bruch in der Mitte zustande, der hilft uns ja nicht weiter. Dann habe ich 20 Mal gespielt und 20 Mal den Bruch und es hat sich ja nichts verbessert. Jetzt muss ich mir eine Strategie überlegen, wie zum Beispiel Tempo reduzieren. Mach's langsam, mach's in Zeitlupe. Zweite Möglichkeit, Lautstärke reduzieren. Also wirklich vom gespielten Mezzo forte ins Pianissimo gehen. Kräfte reduzieren. Mehr Augenmerk auf die Technik. Und dann habe ich schon zwei Herangehensweisen. Eine dritte Möglichkeit wäre zum Beispiel, pfeife diese Töne. Wieso? Man macht sich bewusst, was die Zunge macht. Um die Töne gut ins Ohr zu bekommen, bietet es sich immer an, die Töne zu singen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dieses G und dieses C habe, ja, ba, dann habe ich die Töne schon so gut im Ohr, dass ich sie singen kann. Oder ich singe, um die Töne eben gut im Ohr zu haben. Ja, ba. Angestoßen war das Ganze jetzt. Jetzt mache ich es gebunden. Da, da. Dann gehen die Töne gut ins Ohr. Ich habe also einen klar definierten Startton und einen klar definierten Zielton. Und so weiter und so fort. Also, wir haben jetzt hier zwei Töne. Erstmal gesungen, dann langsam gespielt, mezzo forte. Lautstärke reduziert, leiser gespielt. Noch langsamer gespielt, dass fast schon diese Tonverbindung als Glissando kommt. Danach Tempo erhöht, Lautstärke normalisiert und dann dementsprechend den Tonraum um 1, 2, 3 Töne, je nachdem, eben erweitert. Und so baust du dir aus 2 Tönen, 3 Töne, 4 Töne, 5 Töne eine Übung zusammen, die dir tagtäglich beim Üben deiner Naturtonbindungen helfen kann. Wie gesagt, mach's langsam, mach's bewusst, hör gut hin, pfeife die Übung, singe die Übung, übertrag das wieder aufs Instrument, langsam, noch langsamer, leiser, wenn es klappt, Tempo erhöhen, einen dritten Ton dazu nehmen. Und so baust du deine Übung aus. Auch bei technischen Sachen, wie zum Beispiel Ganztonleitern. Das sind Tonleitern, die sind uns nicht so geläufig. Dann muss ich diese in Zeitlupe üben. Ich muss meine Muskulatur und mein Gedächtnis so trainieren, damit die Finger das irgendwann, Muskelgedächtnis, automatisch machen. Wir hatten mal ein Konzertprojekt, da ging es an der Flügelhornstimme 1 in Ganztonleitern, zeilenweise hoch und runter, alles in 16., 32. Das war brutal. Das musste ich auswendig lernen. Das kann ich nicht einfach Ton für Ton lesen, sondern hier geht es wirklich Tempo reduzieren, damit ich weiß, den Abschnitt kann ich.
und dann erweitere ich den. Jetzt kommt Tempo ins Spiel. Jetzt mache ich es auswendig. Na, nur so funktioniert das Ganze. Und man muss beim Üben auch ein bisschen differenzieren. Was ist denn das Spielen des Instruments? Das darf auf keinen Fall zu kurz kommen. Wir wollen ja auch Sachen spielen, die einfach Spaß machen oder die aktuell zum Beispiel als Literatur im Orchester, im Ensemble gefragt werden. Das ist auch Trompete spielen, eine geschlossene Einheit. Aber wenn wir uns wirklich um Punkte kümmern, die wir üben müssen, müssen wir uns Zeit nehmen. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, nicht werten. Wir gehen oft zu hart mit uns ins Gericht und sagen, auf der Aufnahme XY habe ich Trompeter XYZ gehört und es war mega fantastisch. Vom Klang her, von der Flexibilität, klasse. Das können wir uns gerne als Ziel nehmen, dass wir dann dieses Stück oder diese Übung auch so spielen können. Aber wir befinden uns ja in einem Prozess. Das heißt, ganz am Anfang von diesem Prozess ist es noch eine Katastrophe. Jeder Ton kracht und die glitschen in allen Richtungen weg. Und irgendwann mit der richtigen Technik, üben, singen, pfeifen, Tempo, Lautstärke und so weiter und so fort, verbessern wir uns ja. Also der Prozess läuft. Dann komme ich von 1, 2, 3% irgendwann auf 50, 55 und dann eben zu höheren Prozentzahlen, bis wir eventuell sogar die 100% erreicht haben. Aber das geht nicht, indem wir immer auf die gleiche Art und Weise mit dem Hammer auf die gleiche Stelle hauen, sondern wir müssen flexibel sein. Wie ganz am Anfang schon erwähnt, der Werkzeugkasten wird befüllt mit unterschiedlichst Art und Weisen zu trainieren. Langsam, noch langsamer in Zeitlupe, mittlere Lautstärke, leiser, singen, pfeifen, Übertrag von diesem auf die Trompete. Buzzing, auch ein guter Punkt. Dann wieder Tempo erhöhen, Töne erweitern, eine größere Phrase versuchen zu spielen. Und so gehen wir Schritt für Schritt bei unserem Trompetenspielen vorwärts. Am Anfang ist es immer mühsam, das ist ganz klar. Bloß wenn wir starten und uns auf den Weg machen, dann werden wir uns unserem Ziel unweigerlich annähern. Ich wünsche dir auf deinem Weg viel Erfolg, lass gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.